Ganz ehrlich, Marvel hat euch angelogen, denn Spider-Man Brand New Day ist gar kein Spider-Man-Film. Es ist eigentlich der Prolog zu Avengers Doomsday und das ist nicht nur eine Theorie, die ich mir ausgedacht habe, denn die Russo-Brüder und Robert Downey Jr. nennen das, was kommt, selbst Phase Zero, also ein kompletter Reset des MCU. Spider-Man Brand New Day ist also auch gar kein richtiger Solo-Film, oder zumindest so viel Solo, wie man im MCU sein kann, sondern vielleicht eher der versteckte Prolog zum hoffentlich größten MCU-Konflikt, den wir je gesehen haben. Und genau deshalb schauen wir uns in diesem Video mal die Verbindungen an, die beweisen, wie Peters persönlichste Hölle die Bühne für Avengers Doomsday bereitet hat, warum Marvel nach dem Chaos der letzten Jahre jetzt vielleicht doch endlich wieder einen Plan hat und wer den Film von euch gesehen hat, wird ihn nach diesem Video womöglich mit völlig anderen Augen sehen. Also natürlich Achtung Spoiler zum Film und let's go! Der ganze ursprüngliche MCU-Plan begann ja mit einem gehörigen Dämpfer. Nach der plötzlichen Entlassung von Jonathan Majors und dem Verwerfen von The Kang Dynasty, bei dem auch ursprüngliche Skripte vom Drehbuchautor Michael Waldron fallen gelassen wurden, sah es für viele nämlich so aus, als würde Disney blind in Panik geraten. Aber dieser Wechsel zu Doom, das war eventuell keine Planlosigkeit. Es war einfach ein Notfall-Scooby-Doo unter CEO Bob Iger und Kevin Feige betonte es danach ja selbst. Qualität statt Quantität, also maximal 2 bis 3 Filme pro Jahr. Und auch der jetzige CEO Josh D'Amado hat schnell mehrere umstrittene Weichen für einen Umbruch gestellt. Denn wenn man bedenkt, dass Avengers Doomsday jetzt bereits im Dezember diesen Jahres startet, ist dieser ursprünglich geplante, extrem kurze Abstand zwischen diesen beiden Filmen kein Zufall, sondern eventuell der erste Hinweis auf eine direkte Verbindung. Und das sogar, obwohl vorher geplant wurde, dass Brand New Day erst nach Doomsday in die Kinos kommt. Marvel hat uns Brand New Day nämlich zwar anfangs als eine Art Rückkehr zu den Wurzeln verkauft. Genau wie die kontroverse Comicvorlage von 2008, die Peter auf seinen Jedermann-Status zurücksetzte. Und auch das Marketing zeigt den Film als Solo-Abenteuer, klar. Aber nach den gescheiterten Phasen nach Endgame, nach einem gefeuerten Kang, mit weniger Filmen, die Doom schnell aufbauen mussten, ganz ehrlich, da war auch irgendwie klar, dass dieser Film unter der Oberfläche irgendwie das Fundament für die weitere Multiverse-Saga legen muss. Schon die offizielle Synopsis, also die Zusammenfassung der Story, gab uns dabei aber auch schon den entscheidenden Hinweis. Denn diese sprach nicht nur von einem mächtigen Bösewicht, den niemand sehen kann, sondern auch von einer überraschenden und potenziell gefährlichen Evolution von Peters Kräften. Und genau hier in dieser körperlichen Veränderung und Peters totaler Isolation, da lag der Schlüssel. Am Ende von No Way Home sahen wir in der Post-Credit-Scene nämlich, wie ein winziges Stück des Venom-Symbionten im MCU zurückblieb. 4 Jahre waren eine lange Zeit, also dachten viele, mich eingeschlossen, das wird in diesem Film bestimmt thematisiert. Aber falsch gedacht, Marvel hebt sich den Symbionten nämlich offensichtlich oder hoffentlich für Secret Wars auf. Brand New Day bedient sich hier eher der Comic-Storyline The Other Evolve or Die, in welcher diese Entwicklung von Peter eine rein stressbedingte biologische Veränderung ist, die genutzt wird, um düstere Symbiontenthemen aufzugreifen, aber halt völlig ohne den ganzen intergalaktischen Ballast. Und Peter ist zu Beginn des Films auch komplett isoliert. Er sieht MJ und Ned nur noch durch Instagram-Stories und er identifiziert sich nur noch mit Spider-Man und damit fast gar nicht mehr mit Peter Parker. Zwar arbeitet er Hand in Hand mit der Polizeichefin, bringt Scorpion hinter Gitter und bekämpft Tombstone, aber er verliert trotzdem das Wichtigste, nämlich sich selbst. Als er sich dann unter falschen Namen auf die Einweihungsparty von MJ und Ned schleicht und mit ansehen muss, wie MJ ihren neuen Freund küsst, triggert das dann ein tiefes Trauma in ihm. Er isoliert sich also noch mehr, was seine Spinnengene steigert und seine Augen werden schwarz, er bricht zusammen und wacht sogar nackt in einem verdammten Kokon wieder auf. Und dass er sich damit dann ausgerechnet an Bruce Banner wendet und einen Inhibitor so baut, dass er die mutierte mRNA blocken kann, zeigt uns dabei eventuell auch, worauf das MCU hinaus will. Denn ja, ich weiß, Tom Holland steht bisher und wahrscheinlich bis zum Ende auch nicht auf irgendeiner Castliste für Doomsday, aber wenn diese Theorie stimmt, dann braucht Doom Peter in Doomsday dafür nicht mal mehr physisch. Nehmen wir mal Jean Grey als Beispiel, ist sie das emotionale Spiegelbild zu Peter, weil beide gesellschaftliche Ausgestoßene sind, aber für das MCU war sie jetzt auch ein kleiner Mutantenstresstest, denn sie ist als mögliche Phoenix-Wirtin auch eine unberechenbare Omega-Level-Mutantin und damit auch genau die Art von Variable, die ein Eroberer wie Dr. Doom in einem multiversalen Krieg nun mal unbedingt kontrollieren muss. Und durch Jean wurde auch der Hulk auf völlig unerwartete Weise in die Story gezogen. Sie schaltete nämlich Bruce Banners Verstand ab und entfesselte diesen lange unterdrückten Savage
Savage Hulk. Und bei dieser Szene wird auch klar, warum sich der Hulk an Peter erinnert. Der Savage Hulk war nämlich die ganze Zeit eine isolierte Persönlichkeit im Bruce Banner, vom Zauber also eventuell nie betroffen. Und als Jean Grey diese Persönlichkeit hochholte, kam auch Peters Geheimnis mit zurück. Da sagt noch mal jemand, Marvel könnte sich keine Schlupflöcher bauen. Zusammen mit dem Punisher, der in einer grandiosen großer Bruder-kleiner Bruder-Chemie mit Tom Holland agierte, zeigte uns der Hulk aber eben auch, wohin Peters unkontrollierte Wut führen kann, wenn er seine moralischen Grenzen überschreitet. Und sogar das Auftauchen des Ninja-Kults The Hand passt dabei perfekt und stellt dabei auch irgendwie die Verbindung oder zumindest eine kleine Erklärung zum kommenden Wolverine-Game, das auf Erde 1048 spielt, her. Wie bestätigt, spielt Brand New Day ja jetzt auch 4 Jahre nach No Way Home und auch 4 Jahre, in denen Peter Parker für die Welt nicht existierte und praktisch ein Geist war. Ob Marvel diesen Plan schon vorher gehabt hat oder nicht, sie haben hier einen Charakter geformt, der gezwungen war, völlig alleine zu handeln, und das nutzt Dr. Doom jetzt eventuell auch irgendwie aus. Wenn das Gerücht nämlich stimmt und Robert Downey Jr. nicht nur mit einer Maske zu sehen ist, sondern sich auch irgendwann zeigen sollte, wird die Grausamkeit dieses Plans dann ja erst richtig deutlich. Wichtig wäre zwar noch zu erklären, wie das alles überhaupt logisch zustande kommen könnte, aber der Mann, der das Gesicht von Peters totem Mentor trägt, ist ein absolut derber Twist und eigentlich kann der ja nur zu seinem größten Feind werden. Aber die Architektur von Brand New Day ging insgesamt vielleicht noch tiefer, denn es ging ja nicht nur um Spider-Man und Doom, sondern jetzt auch darum, die letzten großen Puzzleteile ins MCU zu holen, nämlich die Mutanten. Jean konnte ja in Peters Verstand eindringen. Sie findet den Zettel für MJ, liest seine Erinnerungen aus und nutzt MJ und Ned als Druckmittel. Aber das Entscheidende ist, sie kann seine Daten zwar lesen, aber sie kann seinen Verstand nicht überschreiben. Und genau hier etabliert der Film womöglich auch die hybride Verteidigung von Dr. Doom. In den Comics schützt sich Doom nämlich nicht nur durch rohe telepathische Kraft, sondern durch eine Kombination aus eisernem Willen und technologisch-magischen Barrieren. Daten können also eindringen, aber die Kontrolle, die wird blockiert. Und Peters Mutation, sein Spider-Sense als biologische Firewall, ist vielleicht genau diese Resistenz. Am Ende sehen wir nämlich auch eine wunderschöne Charakterentwicklung. Peter bedankt sich am Grab von Tante May, fragt die Polizeichefin nach ihren Kindern, sucht also auch wieder die Life statt nur die Work-Balance, und im Blumenladen oder Kiosk geht er selbstbewusst auf Ned zu und stellt sich als Peter Parker vor, der sich daraufhin womöglich erinnert. Und das war eventuell nur möglich, weil Peter nicht mehr nur Spider-Man war, sondern seine Identität als Peter Parker wieder angetreten hat. Und damit bricht er womöglich auch einen Teil des Zaubers. Der Film zeigt uns zusätzlich mit MJ, die mit der Kette von Peter nämlich auch wieder auf genau diesem Dach sitzt, also vielleicht auch die Grenze der telepathischen Macht. Doom braucht den Geist in Zukunft nämlich nicht zu besitzen, um ihn zu brechen. Das bloße Auslesen von Erinnerungen, wie Doom es vielleicht mit dem Gesicht von Tony Stark tun könnte, reicht als Waffe völlig aus. Und damit könnten selbst Genies wie Reed Richards oder Bruce Banner, der in der Mitte von Brand New Day zwar in eine Anstalt eingeliefert wird, aber schachmatt gesetzt werden. Denn wenn die X-Men in Doomsday zurückkehren, könnte es nämlich auch gut sein, dass Omega-Level-Mutanten das Machtgleichgewicht im multiversalen Krieg bestimmen werden. Jean Grey repräsentiert hier als Wirtin der Phoenix-Kraft dann die ultimative Variable, nämlich eine Entität, die Realitäten erschaffen oder vernichten kann. Und in einem Konflikt, in dem Universen kollidieren, wird die Kontrolle über oder die Kontrolle von Figuren wie Jean Grey für einen Eroberer wie Dr. Doom womöglich von höchster Priorität sein. So konnte Marvel jetzt nämlich auch die Reaktion des Publikums auf eine der vielleicht wichtigsten Mutanten erstmal in einem relativ sicheren Umfeld testen und konnte auch Charles Xavier oder Ian McKellen erst im Doomsday einführen. Und obwohl wir in der Post-Credit-Scene von The Marvels bereits Kelsey Grammer als Beast sahen, musste Marvel hier aus dem Auftritt der Mutanten kein separates Event mehr machen, sondern machte sie direkt zu einem fundamentalen Bestandteil von Peters persönlichster Tragödie. Und wenn wir das jetzt mal alles zusammensetzen, zeigt das, dass Spider-Man Brand New Day auch nicht nur ein kluges Abfangen der bisherigen Fails war, sondern auch vielleicht eine extrem clevere weitere Vorbereitung, weil erstens die emotionale Erpressung durch Jean, die MJ und Ned nutzte, zeigt, wie leicht Helden psychologisch zu brechen sind.
Zweitens, Peters Isolation und Entwicklung ihm eventuell eine Resistenz gegeben haben, die Doom technologisch besitzt, besonders wenn dieser das Gesicht von Tony Stark trägt. Und drittens, die Einführung von Jean Grey, die X-Men jetzt schon auf subtile Weise vorbereitet hat und die psychologische Zerstörung des Hulks ein teilweise zersplittertes Superheldengefüge zeigen. Und auch die Post-Credit-Scene passt da perfekt rein, denn diese deutet vielleicht direkt auf Battleworld hin, weil diese Szene bestätigt, dass Brand New Day quasi parallel zu Doomsday spielt und Peter unmittelbar nach dem Ende von Dooms Machtübernahme erfasst wird. Dr. Dooms Motivation aus den Comics ist es nämlich, seine Mutter aus der Hölle vom Dämon Mephisto zu retten, die einen Pakt mit diesem geschlossen hat. Und Mephisto ist in den Comics der Antagonist von One More Day, einer Story, in der Peters Ehe ausgelöscht wird. Dass der Film Brand New Day heißt, könnte also auch andeuten, dass Doom Mephistos Macht nutzt oder limitiert, um die Realität von Spider-Man neu zu schreiben. Dazu würden dann auch die Comic-Con-Auftritte passen, weil Deadpools schwarzes Kostüm Jean Grey repräsentierte, die Statuen der Latvian Witches auf Magie wie in Agatha's Coven anspielten und Dr. Dooms Rüstung die Symbole von Thor und Captain Marvel trägt, die er eventuell noch besiegen will. Peter und Disney mögen den Kampf des Films also gewonnen haben und das zeigen ja auch die Zuschauerzahlen, aber Doomsday muss jetzt auch zeigen, dass der Hype, der über die letzten Monate versucht wurde wieder aufzubauen, jetzt wirklich real ist, weil Storytelling bei Marvel nach Endgame ja auch immer so eine Sache war. Aber während Brand New Day hier auch erst wirklich mit einem fertigen Drehbuch gedreht wurde und Tom Holland sogar die erste Version des Films hasste, sieht es bei Avengers Doomsday hinter den Kulissen ganz anders aus. Kevin Feige nennt es zwar Plussings, aber eigentlich haben sie den Film gedreht, während das Drehbuch noch nicht so ganz fertig war, wie auch die Schauspielerin Rebecca Romijn erst kürzlich bestätigte. Insider berichten dabei verständlicherweise auch von purem Stress im Schnittraum, wobei die Editoren verzweifelt versuchen, den Film im Schnitt zu finden. Und wenn es so sein sollte, dass man auch erst die Reaktionen zu Brand New Day abwarten wollte, bevor man bestimmte Elemente ganz integriert, dann ist es noch schlimmer, welchem Druck sich die Leute da hingeben müssen. Aber das ist nur eine Theorie von mir. Also was auch immer als nächstes passiert, eines ist eventuell klar. Brand New Day war der erste Beweis, dass Disney zumindest wieder einen Kompass von Filmen wiedergefunden hat, denn nach den gehörigen Schwankungen der letzten Phasen kehrt das Studio jetzt zumindest schon mal zu dem zurück, was die Infinity-Saga im Kern so großartig gemacht hat, also epische Konflikte, die in den Herzen ihrer Charaktere anfangen. Und das macht ja auch Superheldengeschichten gerade erst so großartig, weil es halt um die Charaktere geht. Ob die Russo-Brüder aber dieses gigantische Doomsday-Puzzle im von Panik geprägten Schnittraum zu einem Meisterwerk zusammenfügen können oder der Film dann doch unter seinem eigenen Gewicht kollabiert, das bleibt die absolute Bewährungsprobe für das MCU. Denn Marvel hat zwar theoretisch das richtige strategische Fundament gelegt, läuft aber jetzt eventuell Gefahr, dieses Fundament im Chaos wieder einzureißen. Aber was meint ihr dazu? Sind diese Theorien überhaupt plausibel oder ist das alles nur Wunschdenken und Disney weiß eventuell immer noch nicht wohin? Und noch wichtiger, welche Rolle könnten die Fantastic Four und deren Kind in Dooms Plänen eigentlich spielen? Schreibt mir das gerne in die Kommentare und wenn euch diese Analysen gefallen und ihr schon immer mal wissen wolltet, was Christopher Nolan eigentlich so besonders macht, dann könnt ihr bei diesem Video auch mal gerne vorbeischauen. Und wenn ihr auch das nächste Video mögt, dann würde ich mich natürlich auch über einen Like gegen den Strike, ein Abo oder einen Hype von euch sehr freuen. Wir sehen uns im nächsten Video und haut rein!